Die malerische Ruine der Burg Bärenfels liegt einsam gelegen, hoch über dem Wehratal. Ihre Lage hat sicherlich dazu beigetragen, dass es zahlreiche Legenden über den Ort gibt. In diesen wird auch über Raubritter berichtet, welche dort gehaust haben sollen. Doch bevor wir uns den Mythen zuwenden, erst einmal die Fakten. Lange dachte man, die heute noch sichtbare Burganlage sei zwischen dem 11. und 13. Jahrhundert erbaut worden. Neue Forschungsergebnisse des Historikers Martin Strotz belegen hingegen, dass Burg Bärenfels erst im 14. Jahrhundert errichtet wurde. Die Arbeiten dauerten vom 9. Juli 1325 bis am 27. März 1330. Erbauer waren Walter II. Wasold und sein Sohn. Ob zuvor bereits eine Anlage am gleichen Ort stand, ist ungewiss. Die Burg bestand damals aus einem Wohn- und kleineren Wirtschaftsgebäuden sowie einem 21 Meter aufragenden Rundturm mit 6 Meter Durchmesser und einer Schildmauer. Von letzteren beiden ist noch einiges erhalten geblieben. Auf dem Turm gibt es heute eine Aussichtsplattform. Von dort aus kann der Besucher eine phänomenale Aussicht genießen. Der heutige Eingang wurde nachträglich geschaffen. Original befand sich dieser auf der gegenüberliegenden Seite. Der ursprüngliche Name der Burg war Steinegg, wie der Berg, auf welchem sie steht. 1325 kauften die Wasolds einen Teil des Gutes vom Kloster Klingenthal. Dazu gehörte auch ein großes Waldgebiet, auf dessen höchstem Punkt sie die Burg errichten ließen. Die Wasolds bekleideten in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts wichtige Beamtenposten und waren Vögte in Diensten der Habsburger über die Stadt Wehr. Es ist belegt, dass sie bis 1370 in der Gegend ansässig waren. 1361 verkauften sie die Burg an die Habsburger, wohl weil sie in finanzielle Schwierigkeiten geraten waren. Laut Historiker Martin Strotz wurde die Burg bereits 1410 durch kriegerische Handlungen zerstört und nicht wieder aufgebaut. Im gleichen Jahr scheint die Anlage jedoch verkauft worden zu sein. Der damalige Bürgermeister von Basel, Arnold von Bärenfels, wird als der Besitzer der Burg, welche nun den neuen Namen Bärenfels trägt, genannt. Da viele Stadtadelige solche Burgen als Sommerresidenzen nutzten, ist wohl davon auszugehen, dass die Anlage wieder instand gesetzt worden war. Im Jahr 1541 wurde zwischen Jakob von Bärenfels und der Stadt Wehr ein Vergleich über den Verlauf des zur Burg gehörenden Geländes geschlossen. Ob sie zu diesem Zeitpunkt noch genutzt wurde, ist indes unklar. Endgültig zerstört wurde die Anlage vermutlich im Dreißigjährigen Krieg. Laut Überlieferung sprengten durchziehende Truppen die Burganlage. Spätestens ab diesem Zeitpunkt begann Bärenfels zu zerfallen. Kommen wir zu den Legenden. Dort ist beispielsweise von Ritter Ruprecht die Rede, der dem Raubrittertum frönte. Mit seinen Männern überfiel und tötete er Reisende und Wanderer. Doch eines Tages legte er sich mit den in Sagen
dieser Gegend oft vorkommenden Erdmännlein an. Diese repräsentieren stets das Gute und Gerechte. Eines Tages wollte er seine Schwester zur Heirat zwingen. Diese floh und wurde von den Erdmännlein in der Hasseler Höhle versteckt. Als Rupprecht die Entflohene zurückholen wollte, ließen die Erdmännlein mit einem Zauberspruch einen mächtigen Felsen herabstürzen, welcher Rupprecht und seine Mannen unter sich begrub. In einer anderen Geschichte ist von Ritter Kuno die Rede, ein böser und grausamer Mensch, der seine Untertanen quälte. Die Menschen wünschten, dass der Teufel ihn holen würde und er danach keine Ruhe finden solle. Kurz darauf stürzte er auf einem Ausritt zu Tode. Nach seinem Ableben sah man ihn in Gestalt eines roten Katers um die Burg herumstreifen. Sehr oft wurde er dabei von Hunden gejagt, worauf die Leute zu sagen pflegten: Der Kuno rührt sich wieder. Doch wann und aus welchem Grund sind diese Legenden entstanden? Raubritter scheint es in der Geschichte der Burg nicht gegeben zu haben. Auch beziehen sich diese Geschichten immer auf die Zeit, in welcher die Burg bereits Bärenfels und nicht Steineck hieß. Ist damals wirklich etwas vorgefallen oder wollte man die neuen Burgbesitzer einfach verunglimpfen? Die Chroniken geben darauf leider keine Antwort. Im 19. Jahrhundert fiel Bärenfels an den badischen Staat und wurde 1858 saniert, um sie der Öffentlichkeit besser zugänglich zu machen. Weitere Renovationen folgten. Heute wird die Ruine vom Schwarzwaldverein gepflegt und ist ein beliebtes Ausflugsziel.